Es ist wieder Flohmarktzeit, Leute. Ich war diesmal sogar auf 2 verschiedenen Flohmärkten. Einmal sogar als Aussteller, das heißt, wir haben einen Stand gehabt, haben ein bisschen was verkauft. Ob ich da reich geworden bin, ob ich Zeit gehabt habe, auf dem Flohmarkt selbst noch was zu finden und auch was ich auf dem anderen Flohmarkt gefunden habe. Eine kleine Ankündigung gibt es auch noch am Ende. All das seht ihr in diesem Video, also bleibt dran und los geht's. Ja, wie gesagt, es war wieder Flohmarktzeit und ich war auf 2 Flohmärkten. An dem einen hatten wir einen Stand gehabt. Wir haben auch ein bisschen aus dem Haushalt, ein bisschen Sachen zusammengekramt, die wir nicht mehr gebraucht haben. Es war auch ein bisschen, ja, Klamotten waren sogar auch ein bisschen dabei. Es waren ein paar Schuhe dabei zum Beispiel. Neue Schuhe. Ich würde eigentlich keine gebrauchten Schuhe verkaufen, aber neue Schuhe, die man irgendwann mal gekauft hat, nicht zurückgeschickt hat und dann nicht mehr zurückgeben konnte. Es hat sich einiges angesammelt gehabt. Ein bisschen auch Vintage-Spielzeug, ein bisschen Vintage Masters haben wir auch dabei gehabt und verschiedene andere Sachen. Und das haben wir am Flohmarkt angeboten. Wir waren relativ früh da. Das war kurz nach 6 oder kurz vor 6, meine ich, war die Platzvergabe. Es war noch dunkel, wie wir unseren Stand aufgebaut haben. Und da ich so früh da war, hatte ich natürlich Zeit gehabt, auch zeitig dann einmal über den Flohmarkt zu schlendern und zu gucken, gibt es da irgendwas, bevor halt die zahlende Kundschaft kommt. Und was soll ich sagen, ich habe an einem Stand, ich bin einmal über den ganzen Flohmarkt gelaufen und habe dann an einem Stand, der schräg gegenüber 2 Stände von uns weg war, etwas gesehen, bei einer Dame hingegangen und ja, was soll ich sagen, ich habe es gekauft, natürlich, das möchte ich euch jetzt zeigen und ich zeige es einfach mal so in die Kamera, denn es ist etwas, was ich noch gar nicht in der Sammlung habe, was ich früher auch nie hatte, weil ich immer, ja, es ist halt Mädchenspielzeug für mich gewesen, aber jetzt finde ich es so cool und so nostalgisch und so vintage und so toll vom Zustand, also alles finde ich einfach nur toll, dass ich es mir kaufen musste. Und ich habe hier meine erste Regina Regenbogen gekauft. In ein Land der Dunkelheit kam ein kleines Mädchen mit einer großen Aufgabe. Nachdem sie bewiesen hatte, dass sie tüchtig und mutig war, wurde sie unter dem Namen Regina Regenbogen bekannt. Also Rainbow Pride, ich finde es total toll. Die hat da auf dem Tisch gelegen bei der Dame. Und bin mit ihr ins Gespräch gekommen und sie hat gesagt, sie hat einen ganzen Haufen zu Hause, die sammelt die hatte sie jetzt doppelt und hat eine aussortiert und hat gedacht, sie nimmt sie einfach mal mit und guckt, was sie auf dem Flohmarkt dafür bekommen kann. Also einmal, sie ist in einem wunderschönen Zustand. Sie ist von 1983 gebrandet mit Hallmark, ist von Mattel, steht hinten auch nochmal auf dem oh, jetzt habe ich das Knöpfchen aufgemacht. Oh Gott, Regina, ich will dich nicht ausziehen. Schnell wieder zumachen. Ist ja alles hier kindgerecht hier. 1983 Mattel Hallmark. Ja, also auch schon wieder das gute Stück. 40 Jahre alt. Ja, und dafür in einem wunderschönen Zustand. Die Haare sind nicht beschnitten. Ja, also es wurde nicht, ein Kind hat nicht damit gespielt, hat die Haare abgeschnitten, was ja auch öfters passiert. Das Kleidchen ist in einem Top-Zustand. Ja, es ist nichts verdreckt, es ist nichts irgendwie ausgerissen oder was auch immer bemalt oder so. Also diese Regina ist in einem wunderschönen Zustand. Und ich habe sie natürlich dann gefragt, oder wir sind so ins Gespräch gekommen über 80er Jahre Spielzeug und habe sie dann gefragt, was sie dafür gerne hätte. Und sie sagte, naja, sie hätte schon so gerne 50 € für diese Regina Regenbogen. Und Leute, ich war zum ersten Mal, hallo, hier bin ich noch. Ich war zum ersten Mal richtig aufgeschmissen, weil ich hatte überhaupt kein Preisgefühl da und ich bin auch keiner, der dann halt vor dem Verkäufer dann schnell das Handy zückt und sagt, aber auf eBay wird die für so und so angeboten oder so. Das ist überhaupt nicht meins. Ja, es ist immer so, was ist mir diese Figur, dieser Fund in dem Moment halt wert? Und ich fand sie halt einfach toll. Ich habe noch nie
So eine Regina Regenbogen, ich habe ab und zu diese kleinen Sternwichtel, heißen sie, glaube ich, auch schon mal hier und da gesehen. Die war dann meistens, da die ganz aus Plüsch sind, meistens so verdreckt und so weiter, dass ich die nie mitgenommen habe. Jetzt werde ich nochmal extra ein Auge offen halten, weil die Regina darf hier nicht alleine bleiben. Und ich habe gesagt, hier, sorry, aber ich glaube 50 € ist sie mir rein vom Gefühl her nicht wert. Hab dann gesagt, also hat sie gesagt, natürlich, was ist es denn dir wert? Was würdest du denn ausgeben wollen? Dann sagte ich, naja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie die gehandelt wird, aber ich dachte mal so 30 € wäre ich bereit. Dann sagte sie, na, das ist mir ein bisschen zu wenig. Und dann haben wir uns schlussendlich auf 35 € geeinigt. Bei 35 € habe ich gesagt, ja, Regina, du kommst zu mir, du kriegst hier ein schönes Zuhause. Die Verkäuferin war glücklich, ja, ich war glücklich. Und vielleicht seid ihr auch glücklich, dass ich sie gefunden habe. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr zu 35 € für eine, ich würde fast sagen, neuwertige Regina Regenbogen für von 1983 sagt, für 35 € gekauft. Lasst es mich gerne wissen. War das zu teuer? War das ein Schnapper? Ein Schnapper war es wahrscheinlich, glaube ich, nicht vom Gefühl her. Ich habe auch online noch nicht geguckt, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich konnte sie einfach nicht liegen lassen. Regina Regenbogen auch ab sofort in der Retro-Rauner-Sammlung. Ja Leute, und wie gesagt, das war am Stand schräg gegenüber und dann war ich wieder ein bisschen bei uns am Stand. Wir haben ein bisschen was verkauft, natürlich ist Moto Vintage weggegangen, aber auch andere verschiedene Sachen. Also wir haben schon ein bisschen Umsatz da gemacht. Dann bin ich ein zweites Mal runtergegangen und habe dann an einem weiteren Stand am anderen Ende vom Flohmarkt etwas gefunden, was nicht ganz in die Regina Regenbogen-Kerbe schlägt, aber doch irgendwie aus der Zeit ist, denn ich habe einen Poppel gefunden. Die Poppels sind der Kinder bester Freund. Oder eine Poppel, ich weiß es gar nicht. Und das war irgendwie so das, ich sage jetzt wieder Mädchenspielzeug-Flohmarkt-Ding bei mir an diesem Tag. Ich weiß auch nicht. Ja, der Poppel, der hat auch noch hier das Schildchen dran, aber das Schildchen ist weg. Ja, also steht nichts mehr drauf. Wahrscheinlich war der mal in der Waschmaschine oder so. Sieht auch noch sehr, sehr schön aus. Die Augen auch kein Farbabrieb, an der Nase kein Abrieb. Ja, wie gesagt, sehr toll. Und das war halt, wie gesagt, ich sage es jetzt einfach mal so, wie ich es in den 80ern empfunden habe. Das war halt pures Mädchenspielzeug. Heute sehe ich das ein bisschen anders da. Wieso soll ein Poppel nicht auch in meiner Mancave hier sitzen? Es ist ein Zeitzeugnis aus den 80er Jahren und ich sammle solche Sachen. Von daher passt der auch in meine Mancave. Ja, da gibt es wahrscheinlich dann einen kleinen eigenen Abschnitt mit Regina Regenbogen, Poppels und was es sonst noch so in der Art gab. Und für denjenigen, vielleicht männlichen Zuschauer, der früher, ich halte die ganze Zeit den Schwanz, ich knete den Schwanz hier, ich lasse den mal so hängen, für den männlichen Zuschauer, der vielleicht diese Poppels halt auch nicht kennt oder gekannt hat, oder auch vielleicht der weibliche, hier gibt es ja keine Diskriminierung oder sowas, ich kannte die halt, das Poppelzeichen ist hier gar nicht, ich konnte den halt einmal umdrehen, das mache ich jetzt einmal ganz so flink, vor versteckter Kamera, sage ich mal. Stecken wir das Schwänzchen noch hier rein und dann ist dieser Poppel wie ein Känguru quasi eingepackt. Ja, man konnte den einmal so umdrehen, wie gesagt. Entweder habe ich dann die Füßchen raushängen oder ich habe ihn hier schön als, ja, in einem Beutel drin und dann habe ich hier außen auch das Poppelzeichen. Auch das ist noch dran. Ja, und den konnte ich nicht liegen lassen, weil ich habe ihn aus einer Wühlkiste mit verschiedenen Plüschtieren rausgeholt und habe gefragt, die Verkäuferin, was sie haben möchte, und sie wollte 2 € dafür haben. Da habe ich, wie gesagt, auch da wusste ich nicht, was sind die wert, aber ich dachte mir, 2 € ist mit Sicherheit okay. Ja, wollte dann nicht noch mit einem Euro kontern, ja, sondern habe ihr 2 € gegeben. Auch hier, Verkäuferin war zufrieden, der Frank war zufrieden und auch hier ein Poppel, der erste Poppel für meine Mancave. Ja, und als ich abermals, nachdem ich wieder am Stand zurück war, nochmal rumgelaufen bin, noch was Tolles, wirklich, wirklich Tolles gefunden bei 2 wirklich älteren Damen, die eigentlich nur ja, Porzellan, Messingzeug und so Sachen halt hatten sie auf der einen Seite vom Tisch eine ganze Armada von Figuren, von ich glaube, das sind Schleichfiguren oder ist das Bulli? Muss ich gleich mal gucken, wenn ich sie hochhebe. Ich gucke mal ganz kurz, ihr dürft es noch nicht sehen. Es sind Bulli-Figuren und die habe ich mitgenommen und zwar eine ganze Armada an
Pumuckl-Figuren. So, jetzt komm nur rein. Nur rein in die Küche. Na, hast du gesehen, wie gut ich die Treppen hochgekommen bin, was? Ausgezeichnet. Ja, und zwar hatte sie wirklich gesagt, das ist eine Sammlungsauflösung, das sind ihre letzten Figuren jetzt, die sie hat. Und ich habe hier einmal, ich hoffe, das sieht man so in die Kamera, natürlich blende ich wie immer Bilder ein, Pumuckl in der Lokomotive, noch mit einem Anhänger, mit einem zweiten Pumuckl, also mit einem Pumuckl-Klon noch drauf. Ja, in einem wunderschönen Zustand. In Blau das Ganze, also Lokomotive und Anhänger in Blau. Ich habe den Pumuckl im Bulli-Auto, ja, in einem gelben, fast schon ins Orange gehenden bisschen Auto von Bulli. Hier hinten ist sogar noch der Aufkleber drauf, wo drauf steht, glaube ich, handbemalt, genau. Pumuckl sitzt noch fest drauf. Ja, wunderschöner Zustand. Dann habe ich den Pumuckl im Flugzeug oder auf dem Flugzeug, muss man ja fast sagen, bei der Größe, in grün, also auch wunderschön. Dann den Pumuckl auf der, ich wusste erst nicht, was es ist, aber es ist der Pumuckl auf der Schaukel. Ja, er steht auf der Schaukel, unten sieht aus wie so ein kleines Bootchen, wenn man das sehen kann. Boot, oder ich sage jetzt einfach mal doch, das Boot nenne ich es einfach mal, in Blau, also auch sehr schön. Dann habe ich Pumuckl auf Schaukelpferd. Ja, da habe ich schon mal eine andere Variante, da käme ich jetzt noch mal drauf. Diese ganzen Varianten hier, Pumuckl auf Flugzeug, Auto, Lokomotive und so weiter, die Reittiere hier oder die Fahrzeuge gab es immer in zig verschiedenen Farben, in Rot, in Weiß, in Grün, in Gelb, in Blau. Ja, und Pumuckl hier auf dem Schaukelpferd habe ich schon mal auf einem weißen Schaukelpferd und habe den jetzt auch auf einem blauen Schaukelpferd. Und auch hier hinten ist noch der Aufkleber drauf, Bulli, handbemalt. Finde ich total toll. Und dazu gab es noch zwei einzelne Bulli-Figuren, Bulli-Pumuckl-Figuren. Einmal mit einem Liebesbriefchen und einem Blumenstrauß, der Pumuckl. Und einmal der Pumuckl, der an einem, ich glaube, das ist ein Hydrant, steht und den Fuß lässig oben drauf setzt. Ja, das heißt, die Dame hat, wie gesagt, die Figuren wirklich gesammelt. Ja, die sind wirklich alle in einem neuwertigen Zustand. Es ist nichts dran, ja, es ist keine Verschmutzung dran, kein Farbabrieb dran. Und es sind insgesamt, ich blende wie gesagt hier immer Bilder ein, 2, 4, 5 Fahrzeuge. Wenn man halt den Waggon, den Extrawaggon der Lokomotive dabei nimmt, sind sogar 6 Fahrzeuge mit 2, 4, 5, 6, 7, mit 8 Pumuckeln, 6 dazugehörig, 2 einzeln. Ja, und ich habe für dieses Komplettset 20 € bezahlt. Ich denke, das ist vollkommen okay in diesem Zustand. Ja, teilweise werden die das Stück sogar für einen 10er verkauft. Wenn sie halt, wie gesagt, hier motorisiert sind, nenne ich es mal. Ja, zwischen 5 und 10 €, denke ich mal. Und da 20 € für dieses Set fand ich mehr als fair. Ja, sie wollte 25 haben, wir haben uns dann auf 20 geeinigt. Und eine tolle Ergänzung für meine Gummifiguren, für meine Schleich-Bulli-Heimo-Figuren. Und langsam werde ich auch da überlegen müssen, wo tue ich die alle hin. Ja, Leute, und zu guter Letzt auf diesem Flohmarkt, wie schon fast Aufbruchsstimmung war, ich meine, das war so kurz nach 2, halb 3, bin ich nochmal final über den Flohmarkt gegangen und bin dann noch an einem Stand, der schon zusammengeräumt hat. Das ist eigentlich immer das Beste, weil dann wollen sie das Zeug noch schnell loswerden. Noch Schallplatten gefunden, die möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Und zwar gab es noch wieder ein bisschen Musik. Ich habe hier Pat Benatar, Tropico heißt, glaube ich, die Schallplatte. Genau, aus den 80er Jahren von 1984, Pat Benatar. Und da ist ein Lied drauf, was ich besonders gut finde, was Ausschlag gegeben hat, dass ich diese Platte hole. Das war We Belong. Ja, ist ein tolles Lied aus den 80er Jahren. Ich würde die Lieder hier gerne anspielen, aber da macht mir dann die GEMA oder wer auch immer einen Strich durch die Rechnung, dass das Video dann halt irgendwie gekürzt, abgeschaltet, was auch immer wird. Deswegen gibt es da keine Musik zu. Dann habe ich auch da mitgenommen die Toten Hosen, und zwar Damenwahl. Auch hier von 86 müsste das Album, glaube ich, sein. Toten Hosen nie auf dem Flohmarkt liegen lassen, ja, weil die Platten sind wirklich begehrt. Ja, und ich sage euch auch gleich, was ich für die Platten zusammen bezahlt habe. Denn hier gab es noch einmal Erasure mit Wonderland. Und hier war drauf ganz besonders, was mich ja, gekitzelt hat, diese Schallplatte mitzunehmen, ist Oh L'Amour. Ja, auch Mitte der 80er Jahre, Erasure. Tolle Band, tolle Musik.
Dann gab es einen Soundtrack, und zwar Werner Beinhardt zum ersten Werner-Film. Auch der müsste irgendwie Ende der 80er oder sogar ja, 1990, glaube ich, 89, 90 müsste da rausgekommen sein. Toller Zustand, Werner Beinhardt, das Original. Dann eine Single, eine Maxi, eine 12 Zoll Maxi von Alf. Ihr wisst ja aus meinen letzten Videos oder generell aus meinen Videos, wenn ich Alf sehe, dann muss ich Alf mitnehmen. Und diese Stuck on Earth Platte habe ich schon als Single, als Standard 7 Zoll Single. Und jetzt habe ich auch den Hausmix in 12 Zoll ja, von Alf. Auch wie gesagt, die muss ich mitnehmen. Und dann hat es mich besonders gefreut, einer meiner Lieblings-Stallone-Filme, Over the Top, den Soundtrack auf Schallplatte, auf dem Flohmarkt zu finden. Ich habe den schon mal in der Sammlung, aber auch hier, ich kann den nicht liegen lassen, sollte ich ihn irgendwo finden. Den muss ich immer wieder und wieder mitnehmen. Ja, Over the Top, hier die Mütze Stallone, das ist einfach eine verschworene Einheit. Das muss immer mitgehen. Und somit haben wir 2, 3, 4, 5, 6 Platten, wenn ich mich nicht irre. Ja, 6 Platten hier. 2, 4, 5, 6 genau. Und für diese 6 Platten habe ich bei dem Händler oder bei dem Verkäufer, besser gesagt, Händler war es nicht, bei dem Verkäufer 4 Euro bezahlt. Das war ein No-Brainer. Ja, die musste ich einfach mitnehmen. 4 Euro für 6 Platten, für so tolle Alf, Over the Top und die schöne 80er Jahre Musik. Wie gesagt, die wandern in meine Sammlung. Ja Leute, wir haben dann auch unsere Zelte abgebrochen, haben den Rest, den wir nicht verkauft haben, eingepackt, sind nach Hause gefahren und haben uns dann einen schönen Tag gemacht bis zum nächsten Flohmarkt. Bei dem bin ich ohne Erwartung hingegangen, weil diesen Flohmarkt kannte ich noch nicht. Ich wusste nicht, was mich da erwartet. Und ja, ich war am Anfang relativ ernüchtert, ja, weil es nur Neuware war. Es war wirklich nur Neuware. Es waren Klamotten ohne Ende. Es gab Duschbrausen und keine Ahnung was. Ja, es gab ganz viel Essen da zu kaufen. Ja, es gab, was gab es noch? Ganz viel ja, Duschbad, also Körperhygieneartikel, neue natürlich, Zahnpasta und sowas. Ich dachte mir, wo bin ich denn hier gelandet? Ja, und habe eigentlich keine Hoffnung gehabt, aber man sagt ja immer, man sagt wirklich immer, es muss ja nur ein Stand dabei sein, der was hat, was dich interessiert, und wenn er das Richtige hat, dann, ja, dann hast du den Sechser im Lotto so ungefähr, ja, und wir sind Stand für Stand abgegangen und es gab keine Besserung. Ein ja, Lebensmittel, Drogeriestand kann man fast sagen, hintereinander, Klamotten ohne Ende. Und je weiter wir nach hinten gegangen sind, umso mehr kamen dann auf einmal die Privatstände, die du und ich, sage ich mal, die ihren Dachboden leer räumen, die irgendwo ja, ihren Keller aufgeräumt haben oder so. Und dann habe ich tatsächlich was gefunden und das hat mich sehr gefreut. Ja, und zwar habe ich Bücher gefunden, und zwar wieder hier von dem Tesla Verlag Bücher, Texas Ranger. Diese Bücher finde ich ja toll, die gibt es immer mal auf dem Flohmarkt. Die Bücher sind von 1960 bzw. 61 hier, also auch schon wieder überlegt mal, die sind über 60 Jahre alt, ja, 63 Jahre alt, das ist der Wahnsinn. Und dafür die noch zu finden, finde es toll, auch wenn die halt hier teilweise ein bisschen, diese Folien, die außen drum waren, ein bisschen abgegangen sind oder so, ja, ein paar Knickspuren, hinten auch nicht mehr rein weiß, aber das macht mir überhaupt nichts. Ja, also Texas Ranger habe ich mir mitgenommen, dieses Buch, Teil 2, Texas Ranger Teil 3 habe ich mir mitgenommen. Und dann eine Reihe, die ich noch gar nicht gekannt habe aus dieser Buchserie. Ja, und zwar Abenteuer unter Wasser. Und hier heißt es Mike Nelson in der grünen Hölle des Amazonas. Und Leute, guckt euch mal diesen Mike Nelson an. Und die, ja, wie soll ich sagen, die 80er Junkies, wie ich es einer bin, die Film-Junkies, die kennen diese Person natürlich. Ja, ich zeige euch noch mal ein anderes Bild, weil ich habe noch ein zweites Buch von ihm gefunden, und zwar Band Nummer 3, und da heißt es Geheimauftrag für Mike Nelson, hier mit dem Taucheranzug, und guckt euch das Gesicht an. Erkennt ihr ihn? Es ist Lloyd Bridges, der Vater von Jeff Bridges,
ja, der in so tollen Sachen mitgemacht hat wie, ist es Lloyd Bridges oder ist es der Chef von der Police Academy? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich meine, ist es Lloyd Bridges, der in so vielen tollen Filmen mitgemacht hat. Ja, das ist eine Ikone und ich wusste nicht, oder ich kenne auch dieses Mike Nelson nicht. Vielleicht könnt ihr mir da mal helfen und in die Kommentare schreiben. War das eine Fernsehserie? Vielleicht in den 60ern? War das, ich weiß nicht, rein nur eine Buchform, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Auch da, ich habe es noch nicht geguckt, ich vertraue, oder noch nicht gesucht, ich vertraue da auf euch. Ja, was es ist, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Was ich euch sagen kann, ich habe diese 4 Bücher an einem Stand gefunden und habe dann für diese 4 Bücher 3 € bezahlt. Ja, da sage ich auch nicht nein. Ja, normalerweise, also so ein Buch, 1 Euro, 50 Cent für ein bisschen Euro werden diese Bücher normalerweise auf dem Flohmarkt weggegeben. Ja, und wie gesagt, ich habe da schon Lassie, wie heißt der, Flipper habe ich schon. Es gibt auch, glaube ich, die Leute von der Shiloh Ranch und sowas gibt es davor. Rin Tin Tin. Es gibt sehr viele Bücher aus dieser Reihe. Tesloch Verlag, wer das nicht kennt, die haben die Was ist was Bücher auch rausgebracht oder bringen sie immer noch raus. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Aber das war dann so, wo ich dachte, okay, die Fahrt hierher hat sich wenigstens gelohnt. Ja Leute, aber es sollte noch besser kommen, weil das war noch gar nicht der Stand, wo ich gesagt habe, einen Stand brauchst du und dann bist du glücklich. Sondern ich war an einem Stand, oder wir haben einen Stand gesehen, da habe ich als erstes nur Schallplatten gesehen, beziehungsweise einen roten Koffer, ja, in dieser Standard-Kassettenkoffergröße. Und als ich näher gekommen bin, habe ich gesehen, dass dieser Koffer ein Autosammelkoffer ist. Ja, der muss auch so 60er, 70er Jahre gewesen sein. Es waren Autos außen drauf. Ja, und das war so eine Matchbox-Sammelbox-Koffer oder so. Der war aber in einem nicht mehr so dollen Zustand. Ja, also es war auch nichts mehr drin. Ich glaube, da waren ja früher so Haltemechanismen drin, wo man die Autos reinlegen konnte. Und auch außen war er überall gerissen und sowas. Also habe ich den liegen lassen und habe bei den Schallplatten durchgeblättert und habe mir dann 3 Schallplatten mitgenommen. Die zeige ich euch auch gerade. Mal gucken, welche ich anfange. Einmal auch wieder Musik. Und zwar von Saga. Wer das nicht kennt, auch richtig coole Musik. Unbedingt mal reinhören. 70er, 80er Jahre Hochzeit gewesen. Die Platte hier ist von 87, glaube ich. Ja, die habe ich mir auch mitgenommen. Und die Platten, ich muss es euch sagen, bei diesem netten Paar, mit dem wir dann nachher noch ein bisschen länger gesprochen haben, richtig einwandfrei, 1A-Zustand. Es sind keine Schlieren, schon gar keine Kratzer drauf. Auch die Hüllen, einem wunderschönen Zustand. Ja, die habe ich mir mitgenommen. Dann habe ich mir mitgenommen eine Platte, die ich nur wegen dem Cover mitgenommen habe, die ich überhaupt nicht kenne. Die ist von 1980. Ja, die nennt sich Cats TV. Heißt die Gruppe, heißt die Band wohl, und Killer Automat heißt die Schallplatte. Und guckt euch mal dieses Cover hier an. Ja, deswegen habe ich die mitgenommen, ja, weil es ist ein Star Wars, ein Krieg der Sterne, hieß es ja damals noch bei uns in Deutschland. Bild vorne drauf. Der TIE-Jäger von Darth Vader ist hier drauf und die X-Wing im Hintergrund. Sieht aus wie an der Endszene, mehr oder weniger, von Krieg der Sterne, eine neue Hoffnung. Wo ja, die Rebellen den Todesstern angreifen und Darth Vader dann kommt. Finde ich total toll. Ich weiß gar nicht, ob das heutzutage Urheberrechtsverletzungen sind etc. und sowas, dass man das überhaupt darf. Hier wurde das Cover abgedruckt oder das Bild halt einfach genommen. Finde ich total toll. Die musste ich mir einfach so mitnehmen, ohne zu wissen, was für Musik überhaupt drauf ist. Das werde ich mir noch antun. Und dann habe ich mir auch noch ein Hörspiel mitgenommen, was ich noch nicht hatte, und zwar Commander Perkins. Die 4. Folge, Bordon, der Unsterbliche. Ich finde die Commander Perkins-Reihe von Europa, aus dem Hause Europa, richtig klasse. Ich habe 2, 3, 4 Commander Perkins-Schallplatten in der Sammlung. Die 4. Folge hatte ich noch nicht. Und auch hier wieder das Cover in einem wunderschönen Zustand. Nicht mal die Ecken sind bestoßen. Ja, richtig schön. Und die Platte in einem neuwertigen Zustand. Richtig klasse. Ja, Commander Perkins hier wird von Horst Stark gesprochen. Ja, Regie hat natürlich Heike-Dine Körting geführt, wie schon gefühlt, schon immer und ewig und auch heute noch. Ja, Musik Bert Brack. Ja, da haben sich verschiedene Komponisten ja hinter, wie Carsten Bohn zum Beispiel, dahinter verborgen, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, lass das mal so stehen. Also richtig toll. Diese 3 Platten habe ich dann mitgenommen, habe ihn gefragt, was er dafür haben will, bis ich dann auf dem Tisch
noch was anderes entdeckt habe. Also ganz kurz, für diese 3 Platten hatte er gesagt 16 €, weil er hat gesagt, pro Platte zwischen 1 und 5 € und ich dachte mir halt, egal was ich jetzt für Platten nehme, ich pick mir natürlich die teuren raus. Ja, und er hatte, nee, ich glaube, er hatte 12 € gesagt, er hatte 12 € gesagt. Dann habe ich gesagt 10 €, dann hat er gesagt, jo. Und dann habe ich aber noch was gesehen, bin darauf aufmerksam gemacht worden, hat er noch auf dem Tisch liegen gehabt, einen Pin, einen Anstecker von Alf. Ja, und was ich eben gesagt habe, hat auch an diesem Stand noch gegolten. Alf geht bei mir immer. Deswegen habe ich diesen Pin mitgenommen, einem wunderschönen Zustand, nicht verrostet, nichts. Ja, habe ich gesagt, okay, den Pin noch bitte. Was willst du mit dem Pin haben? Dann sagt er 11 €. Dann habe ich gesagt, jo, machen wir 11 €. Wie gesagt, weil ich bin Alf-Fan. Und dann sagt er, ja, du bist Alf-Fan. Dann hast du das hier noch nicht gesehen. Dann hebt er einfach also der Tisch war ein bisschen vollgeladen. Dann hebt er diesen einen Karton hoch und dann waren da Bulli-Figuren drunter. Dann habe ich mir einen Alf-Schlüsselanhänger mitgenommen noch. Ja, und nicht nur einen, sondern einen zweiten Alf-Schlüsselanhänger. Ja, auch der in einem wunderschönen Zustand hier. Wie gesagt, beide Schlüsselanhänger. Anhänger noch dran, nicht verrostet. Alf, kein Farbabrieb. Ja, richtig toll. Und noch dazu einen Garfield habe ich auch noch rausgekramt mit der Aufschrift I love my Teddy. Hat auch einen passenden Teddybär im Arm, der gute Garfield. Ja, und dann haben wir für diese Sachen, also für die 3 Schallplatten, für die 2 Alf-Figuren, den Alf-Pin und den Garfield hier, haben wir dann 15 € gemacht. War ich absolut mit einverstanden, habe ich sehr gerne gemacht. Es war ein sehr netter Verkäufer und da gucke ich auch nicht auf den letzten Euro, wenn man miteinander gut kommuniziert. Und die Sachen eingepackt und dann, er hatte ja diesen einen Karton weggeräumt, wo dann diese Figuren drunter waren. Ich habe ihm schon das Geld gegeben, wir waren schon fast weg. Und dann denke ich mir, Moment, aber was ist denn das? Was steht denn da? Und dann habe ich Nesquik Quickie Autos gesehen in diesem Karton. Und ich dachte mir, habe ihn gefragt, was ist das denn? Und dann sind wir drauf ins Gespräch gekommen. Und zwar ist das ein Ladendisplay, was der Händler bekommen hat, ja, zum Ausstellen. Und was hier steht, die Quickies kommen. Die Quickies sind lustige, bunte Spielzeugautos von Nesquik. 7 verschiedene Flitzer. Das heißt, das hier habe ich wirklich gegoogelt. Ich habe gar nichts darüber gefunden. Ihr könnt es in die Kommentare schreiben. Schickt mir einen Link, wenn ihr irgendwo dieses Teil hier findet und seht oder irgendwas dazu findet und seht. Das muss quasi das erste, ja, Händler-Display, Ladendisplay nenne ich es mal, oder Werbematerial gewesen sein, was zu den Nesquik Quickie-Autos rausgekommen ist. Diese Autochen waren ja immer in der Nesquik-Verpackung drin, in dem Schokopulver nenne ich es mal. Ja. Früher die Verpackung aufgerissen, das erste, was man gemacht hat, man hat rumgewühlt mit der Hand und wollte dieses Autochen rausholen. Hiervon sind 7 an der Zahl, hat mir dann erzählt, dass ein Onkel oder so, glaube ich, einen alten Laden hatte, wo er das her hat. Und hier außen drauf, wenn wir das nochmal drauf packen, da steht hier, toll, in jeder großen Nesquik-Dose ein Quickie. Quickie würdest du sie wahrscheinlich heute auch nicht mehr nennen. Das wird wahrscheinlich auch wieder anstößig oder was auch immer. Aber Leute, habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich nicht. Und deswegen habe ich natürlich gesagt, was möchtest du dafür haben? Ich finde es total toll. Ich habe da überhaupt kein Gefühl für. Habe gesagt, hier, sag mir einen Preis. Und er sagte, ja, ich hätte gerne 20 € dafür. Und ich habe dann überlegt, wirklich überlegt, in Anführungsstrichen brauche ich das, aber was braucht man schon? Eigentlich braucht man es nicht. Aber finde ich es geil oder finde ich es geil? Und ich dachte mir, ich finde es geil. Hat er gesagt, sag du mir einen Gegenvorschlag. Dann habe ich gesagt, 15 €. Er sagte, komm, dann machen wir 16. Und dann haben wir 16 € gemacht. Ich habe das Ding hier für 16 € mitgenommen. Also wie gesagt, ich mache es nochmal. Ich kann das die ganze Zeit auf und zu machen. Ich finde es total geil. Mit diesen 7 Quickie-Autos, die sind unbespielt. Dieser Karton hat so gut wie keine Gebrauchsspuren. Ja, habe ich dieses Quickie, ich nenne es jetzt mal Theken-Ladendisplay mitgenommen. Das erste, was ich in dieser Art
habe, also das erste generell Werbematerial, Ladendisplay, Thekendisplay, Händlerprodukt, was auch immer, wie man das auch nennt. Ja, vielleicht könnt ihr mir, wie gesagt, helfen, dann schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Aber ich konnte das nicht liegen lassen und bin auch so ein bisschen jetzt angefixt, da vielleicht ja auf mehr von diesen tollen Sachen zu finden, weil das gab es ja nie zu kaufen so. Ja, das wurde halt an die Händler verteilt, damit sie Werbung damit machen, ja, und war nie so im Handel. Das heißt, wahrscheinlich ist da auch gar kein Preis bezifferbar, was sowas kostet, was sowas wert ist. Deswegen ist es halt einfach so viel wert, wie Nachfrage da ist oder wie man persönlich bereit ist, dafür auszugeben. Mir war es die 16 € wert. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Ja, Leute, das waren meine Flohmarktfunde von 2 verschiedenen Flohmärkten. Ja, ihr könnt ja, wie gesagt, immer in die Kommentare schreiben. Da freue ich mich jedes Mal drüber, wie ihr diese Funde findet. Ja, was ihr dazu sagt. Hättet ihr das ein oder andere auch mitgenommen? Hättet ihr es liegen lassen? Was sammelt ihr? Sammelt ihr Ladendisplays vielleicht? Ja, schreibt es mir in die Kommentare, lasst es mich wissen. Ansonsten nochmal eine kurze Erinnerung. Ja, mein Gewinnspiel, mein 2000 Abonnenten Gewinnspiel läuft noch, ja, bis zum 30. Ich muss gerade überlegen, bis zum 30. September 2023. Ja, also bis Samstagabend und Sonntag am 1. Oktober 2023 um 20 Uhr findet dann mein Livestream statt. Ja, dort werde ich dann die Gewinner auslosen, ja, ziehen, ganz oldschool-mäßig, die diese tollen Preise gewinnen können, die meine Sponsoren zur Verfügung gestellt haben. Grüße nochmal an alle und die ich auch mit in den Lostopf, in die Verlosung geworfen habe. Ja, also Leute, nochmal eine kurze Erinnerung, wenn ihr das Video noch nicht kennt, wie das Gewinnspiel funktioniert, ja, dann schaut auf meinen Kanal, schaut euch das Video nochmal an. Ich blende es jetzt hier nochmal in der Infokarte nochmal ein am Ende. Ja, klickt auf das Video, kommentiert, guckt euch das Video an, es ist nicht ganz so lange, ja, also das schafft ihr, ich bin davon überzeugt. Kommentiert, nimmt an der Verlosung mit teil und seid dann am 1. Oktober im Livestream mit drin, wenn ich die Gewinner ziehe. Es wird nicht das Einzige sein, ich werde natürlich auch ein bisschen mit euch quatschen wollen, ja, also Livestream einfach nur schnell ziehen, Gewinn vorlesen und dann tschüss, möchte ich nicht. Ich möchte mit euch ein bisschen interagieren, ich möchte mit euch ein bisschen 2000 Abonnenten auf meinem Kanal feiern, also seid gespannt, was euch da erwartet, ja, ich hoffe auf reges Interesse, ja, und ich würde sagen, damit beende ich das Video. Ja, ich hoffe, wir sehen uns alle am 1. Oktober live oder ich sehe euch, ihr interagiert mit mir und wir hören, wir sehen, wir lesen uns. Macht's gut, euer Retro Rauner.